1000 Kilometer zu Fuß durch Deutschland in genau 30 Tagen. Vom nördlichsten Punkt des Landes Richtung Süden. Zusammen mit Sebastian, einem Zelt und nur 3 Kilo Ausrüstung auf dem Rücken. Jede Nacht schlafen wir draußen. An der Küste, im Wald, auf Trekkingplätzen, auf Campingplätzen und irgendwo dazwischen. Es ist mein größtes Projekt bisher. Und die eigentliche Frage ist nicht, ob wir loslaufen, sondern ob wir das 30 Tage lang jeden Tag wirklich schaffen können. Und ein herzlich willkommen vom nördlichsten Punkt von Deutschland. Hier auf Sylt sind wir gerade angekommen. Sebastian und ich laufen jetzt gleich los zu unserem größten Trip bisher. 1000 Kilometer, 30 Tage. Ich bin ziemlich aufgeregt. Wie geht's dir? Auch mega aufgeregt, aber geil. Wir sind gespannt, wir haben total Bock. Das Wetter, wie ihr seht, ist bescheiden hier auf Sylt. Gerade sehr bewölkt, auch ist es sehr windig. Heute Abend soll es bis zu 50 km/h Sturmböen geben. Wir laufen jetzt einfach los, würde ich sagen. Gucken, was uns erwartet. Heute geht es erstmal großteilig lang. 33 Kilometer hier über Sylt am Strand entlang. Werden natürlich jede Nacht hier zelten und auch heute am ersten Tag hoffen, dass unser Zelt dem Sturm trotzen kann. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bin gespannt und würde sagen, los geht's. Ja, 30 Tage draußen zu sein und jeden Tag zu laufen bedeutet natürlich, dass wir Ausdauer beweisen müssen. Und um die 1000 Kilometer wirklich in diesem Monat zu schaffen, haben wir uns vorgenommen, jeden Tag so 37 Kilometer zu laufen. Das heißt, wir haben noch Spielraum, um mal 1, 2, 3 Pausentage vielleicht zu machen. Heute laufen wir diesen endlosen Strand hier erstmal jetzt nur entlang, werden dann am Fuße von Sylt quasi an einem Campingplatz ankommen und dann morgen das Festland betreten. Wir laufen nicht irgendwie nach Süden, sondern folgen hier dem längsten Fernwanderweg in Deutschland, dem Nord-Süd-Trail. Und das Besondere ist, dass wir eine neue Wegführung haben und wir eine der ersten Personen jetzt wirklich sind, die diesem neuen Weg über Flensburg an die Ostseeküste entlang folgen. Und wir gar nicht genau wissen, was erwartet uns genau? Wo sind Wasserquellen? Wo sind Schutzhütten? Deswegen haben wir beschlossen, was wir sonst auch selten machen, einfach zu laufen, zu gucken, wie weit kommen wir, wo können wir schlafen, laufen wir mehr oder weniger. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein besonderes Abenteuer für uns. Und da sind wir in Westerland, der bekannten Stadt hier auf Sylt, angekommen. Von hier aus geht es jetzt gleich nach Osten zu unserem Campspot und von da werden wir morgen aufs Festland kurz mit der Bahn fahren, weil ansonsten dann nicht rüberlaufen kann. Jetzt fängt es leider gerade hier in der Pause an zu regnen. Wetter hat sich noch gut gehalten, gerade war kurz die Sonne da. Ja, und wir haben natürlich auch alles an Proviant bei, alles, was wir hier für die 30 Tage draußen brauchen. Ich habe für 3 Tage jetzt immer Nahrung bei, danach müssen wir schauen, dass wir irgendwas nachkaufen oder haben auch verschiedene Pakete, die wir uns zeitnah nachschicken lassen. Ich werde euch im Detail noch später zeigen, was ich genau in Ausrüstung bei habe, aber gerade jetzt Ende April oder Mitte April ist das Wetter natürlich ein bisschen unbeständig. Wir sind so bis -1 Grad theoretisch ausgerüstet, hoffen natürlich hier im kalten Norden, gerade wenn wir auch über die Grenze nach Dänemark so ein bisschen Richtung Flensburg die nächste Woche laufen, dass sich das ein bisschen hält. Ansonsten müssen wir spontan was anderes planen.
Und da kommt doch nochmal die Sonne hier raus, was natürlich dafür sorgt, dass direkt alles viel, viel schöner aussieht. Und so kenne ich Schleswig-Holstein eigentlich auch. Ich bin schon zweimal komplett durchgelaufen, einmal von Nordsee zur Ostsee auf einer geraden Linie und dann auf dem Schleswig-Holstein-Steig von Hamburg nach Flensburg. Mir gefällt die Landschaft hier immer sehr, sehr gut. Und das Besondere ist diesmal, dass wir an der Ostseeküste lang gehen. Und da war ich tatsächlich noch nie. Insgesamt werden wir die ersten Wochen durch Schleswig-Holstein ziehen und nach 600 Kilometer ungefähr in Hamburg wirklich auskommen. Und das Coole wirklich an Schleswig-Holstein ist, dass das Wildcamping hier sehr, sehr einfach möglich ist. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur von Schutzhütten und wir haben vor allem das wilde Schleswig-Holstein-Projekt, was ja Trekkingplätze quasi anbietet, wo man nichts vorher reservieren muss und anmelden muss. Und da werden wir auf jeden Fall von Gebrauch machen. Der Trailverlauf sagt uns jetzt, dass wir hier tatsächlich links müssen über dieses Feld. Aber das ist auch vorbildlicherweise wieder ein Nord-Süd-Trail-Sticker. Und da sind wir wohl richtig. Weiter geht's, Sebastian. Dankeschön. So, da wären wir am Campingplatz Mühlenhof. Wir wurden vorhin angerufen, dass hier keiner heute mehr da ist. Wir einfach uns irgendwo links da hinten auf der Wiese einen Platz suchen sollen. Wind zieht langsam auch ein bisschen mehr auf. Teilweise haben wir schon starke Sturmböen. Aber wir bauen jetzt zum ersten Mal von vielen Nächten hier das Lager auf. Mal gucken, wie das klappt. Oh, Sebastian, mit Sauna. Schön. Ja, perfekt. B6, B7. Irgendwo hier so einfach unser Zelt aufbauen. Bisschen windgeschützt vielleicht hier noch mit den Bäumen. Ja, super. Ja. 19 Uhr, 34 Kilometer. Geil. Geschafft. Es ist immer schön, auch im Hellen anzukommen. Und das ist der Vorteil jetzt an der Jahreszeit. Gerade die Zeitumstellung hinter uns. Und jetzt haben wir natürlich bis ja, mindestens 9 Uhr, würde ich sagen, gutes Licht. Und läuft. Ist auf jeden Fall gut, dass man erst das Gestänge aufbauen kann. So, wo ist eine gerade Fläche? Ich stelle meins auch so hin. Mit schön der Wind von hier kommt. Ich habe einen Sturmhering und 3 kleine. So, passt doch. Ich habe noch meine eigene Kreation. Sehr gut. So, Lager steht. Wind hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen gerade. Ich denke, heute Nacht wird es auf jeden Fall regnen und noch ein bisschen windiger werden. Aber ist ein ganz guter Spot hier. Ja, was haben wir in Equipment mit? Natürlich wieder ultraleicht. Basisgewicht von 3 bis 4 Kilogramm, damit wir auch wirklich ja, lange, wirklich weite Distanzen zurücklegen können. Plus natürlich ein bisschen Brennstoff. Ich koche mit Esspit, Sebastian mit Gas. Ja, Nahrung 800 Gramm ungefähr pro Tag und natürlich bis zu 3 Liter Wasser maximal. Und für die Gear Nerds ganz konkret, ich habe einen Tartan Rainbow hier aus Dyneema. Sebastian mit dem klassischen Thurston X-Dome am Start und du hast eine neue Matte, die von Expert Ultra, 6,5 R-Wert. Da kommst du auf jeden Fall bis minus 10 Grad hin und ich glaube die breite Variante, oder? Genau, das sind 63 cm in der Breite, damit ich da gut drauf liegen kann. Die normale Länge 1,83 und ich hoffe, das wird ein ganz gemütlicher Schlaf da drin. Kissen ist schon da. Sieht geil aus. Das wird cozy. Ja, bei mir ganz klassisch die Thermarest Neo RX Lite. Diesmal habe ich mir auch ein Kissen gegönnt. Das hatte ich ja getestet, das Nemo Philolite, super gut. Wir schlafen beide in einem 200er Apex Quilt. Ich von Grim Expert, Sebastian von Highwork. Ja, und diesmal habe ich auch eine neue Schlafhose dabei. Alpha Direct, das beste Material eigentlich, was pro Gramm wärmen kann. Diesmal in der dickeren Stärke von 90, genau wie die Schlafsocken. Hier noch ein bisschen Kleinkram, eine große Inuit Powerbank. Ich habe auch noch eine kleine Nightcore dabei, weil ich natürlich viel ja, Energie brauche, auch zum Filmen. Track and Eat. Diesmal setze ich auf Kürbiskerne statt meinen üblichen Salzbrezeln. Mal gucken, wie das klappt. Das ist ein halber Kilo, soll für 3 Tage reichen und eine Menge von meinen ja, Power R1 Riegeln, die ich eigentlich immer mitnehme. Rucksack haben wir beide auch was Neues, nämlich den Highwork Attila Light. Ich bin super zufrieden, aus dem neuen Material Alula Graphite. Ich habe ihn in schwarz, Sebastian in weiß, sieht auch richtig cool aus und bis jetzt, ja heute war es ein super Tragekomfort auf jeden Fall. Und das letzte, was ich noch neu habe, diesmal
habe ich aus meiner regnerischen Tour letztes Mal Schleswig-Holstein gelernt. Ich habe nochmal denselben Poncho, auch aus Dyneema, aber wie ihr seht, diesmal in Camo-Optik, damit es nicht mehr aussieht wie eine Mülltüte und auf jeden Fall eine Stärke Dyneema dicker. Unwesentlich schwerer, ich glaube noch unter 100 Gramm und der soll mich auf jeden Fall zuverlässig hier vor dem Wetter schützen. Aber jetzt erstmal alles abschließen und ich glaube, da hinten gibt es noch so einen kleinen Community-Aufenthaltsbereich und ich denke mal, da werden wir in Ruhe kochen, ne? Alles klar. Hallo. Ab in den Schiedwetterraum. Ist schon nett hier. Oh, ein Automat noch. Cool gemacht. Leider kein warmes Wasser hier. Nee. Schade. So, heute gibt es bei mir Chana Masala, Kichererbsen-Eintopf. Bei dir? Bei mir gibt es die gute alte Pasta Primavera. Perfekt. Nein! Das gute Essen. Ein bisschen Dreck reinigt den Magen, oder? Das macht gar nichts. 10 Minuten. Na gut. Und da liegen wir im Zelt kurz vor 10 Uhr. Ich würde sagen, das war ein perfekter Auftakt heute. Und gut, dass wir nochmal zum Einstieg auf einem Campingplatz schlafen können, weil ich glaube, die nächsten Tage wird das nicht so sein. Da werden wir wahrscheinlich immer wild zelten. Deswegen die Dusche tat noch mal gut. Wir konnten die Powerbanks einmal nochmal voll nachladen und vor allem gerade schön kochen und dann drin mit dieser Heizung da gemütlich sitzen. Der Wind geht auf jeden Fall gerade. Ich glaube, das wird nicht so ein Problem. Wir haben auch 6 Grad, also ordentlich Spielraum. Regnen soll es heute Nacht und morgen wahrscheinlich auch. Wir müssen nicht weit laufen, bis wir morgen dann in die Bahn steigen und dann freue ich mich morgen aufs Festland und würde sagen, dann geht's weiter. Ich bin heute draußen übrigens nicht nur mit einer festen Kamera, sondern auch mit einer ultraleichten Filmdrohne unterwegs. Die Hover X1 Pro Max ist nur 190 Gramm schwer und passt sogar in Jacken- oder Hüftgurttaschen. Das Besondere an ihr ist die Einfachheit im Gegensatz zu klassischen Drohnen, denn die Hover X1 Pro Serie ist darauf ausgelegt, sofort mit einem Knopfdruck aus der Hand zu starten und ganz ohne Smartphone oder Controller zum Beispiel mir automatisch intelligent beim Wandern zu folgen oder durch andere verschiedene fest definierte Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Vogelperspektiven, Rundumschau oder andere Zoom- und Panoramaeinstellungen wirklich einzigartige Aufnahmen zu machen. Für meine Tourenvideos finde ich zum Beispiel den Hover-Modus besonders interessant, da die Drohne durch eine integrierte Stabilisierung dann so fest wie auf einem richtigen Stativ an einem festen Punkt fliegt und sich zu mir dreht, sobald ich vorbeilaufe. Und das Ganze in der Pro Max Variante sogar mit 8K Videoqualität oder 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Und mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h kann sie mir dabei nicht nur beim schnelleren Laufen folgen, sondern ist auch für alle spannend, die zum Beispiel mit Mountainbikes Downhill fahren oder besondere Momente auf einer Bikepacking-Tour festhalten wollen. Und sollte sie mal irgendwo gegen einen Baum oder ins Gestrüpp fliegen, ist das durch das ganz spezielle Highly Elastic Material der Schutzvorrichtung gar kein Problem. Sollte das Akku unterwegs mal leer gehen, kann man die Drohne einfach mit einer kleinen Powerbank während der Tour wieder nachladen. Wenn ihr also eine ultraleichte, vollautomatische Tracking-Drohne sucht, die einfach mitkommt oder euch selbstständig filmt, schaut euch die Hover X1 Pro Max mal an. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Moin. Moin. Guten Morgen jetzt zum zweiten Tag auf dem Nord-Süd-Trail. Die Nacht war auf jeden Fall in Ordnung, war schon für die erste Nacht sehr, sehr kalt, hat auch heute Nacht angefangen zu regnen und wir mussten direkt am ersten Tag wirklich im Regen abbauen. Aber wir hatten ja zum Glück noch diesen Aufwärmraum und da haben wir jetzt ein bisschen uns noch hingesetzt, was getrunken, die Sachen ein bisschen getrocknet. Jetzt haben wir ja gerade 10 Uhr, machen uns auf den Weg da hinten irgendwo zu dem Bahnhof. Schauen wir, dass wir spontan dann schnell über diese Brücke rüberkommen aufs Festland. Und dann stehen nochmal so 30, 33 Kilometer in irgendwas in dem Raum. Und dann haben wir gesehen, dass da heute tatsächlich schon ein wilder Schleswig-Holstein-Platz ist.
wirklich mit einem kleinen Shelter wie in Dänemark, irgendwie auf einem Floß und einem Teich, und da können wir einfach ohne Anmeldung hin. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass da andere Leute sind, aber da haben wir auf jeden Fall Lust drauf und jetzt geht's los. Kontrolle bereithalten, helfen Sie unseren KollegInnen im Zug. Herzlichen Dank und gute Fahrt. Ja, du kannst hier Sachen verkaufen. Aber nichts zu essen und zu trinken. Cool gemacht. Ja, heute ist gelbe Tonne anscheinend dran und da kommt die Müllabfuhr. Wir müssen aufpassen, dass die dich gleich nicht mitnehmen. Und da hinten ist schon Dänemark, etwa in 100 Metern. Das ist ja der sogenannte Grenzweg, an dem wir jetzt erstmal langlaufen. Und da sieht man ein bisschen blauer Himmel, denn es ist verdammt kalt bei dem Wind. Ja, gefühlt wahrscheinlich so 1 Grad nur. Und ich hoffe, die Sonne kommt gleich mal ein bisschen raus. So, was haben wir hier? Rosenkranz. Und im Dorf steigt natürlich die Chance, dass man mal eine Sitzgelegenheit hat. Denn ja, so Pausenplätze sind ja rar gesät auf jeden Fall. Und jetzt nach grob 9 Kilometern, 12 Uhr, müssen wir die erste Frühstückspause machen. Und wollen allgemein nie lange Pause am Tag machen, sondern immer nur so ein paar kurze zwischendurch. Ein Klavier musst du raustragen. Ja. Ja, ist warm geworden jetzt. Ja, ist eigentlich nicht so schlimm, aber es ist halt ein böses Klavier. Okay. So, und jetzt. Okay. Ich habe hier nicht viel Grip. Wir sind gestern aus Sylt gestartet und jetzt geht's 30 Tage erstmal Richtung Hannover-Bielefeld. So. Dankeschön. Der ist nichts für dich. Ja, und so schnell kann es gehen. Kurz nach dem Ortseingangsschild wurden wir da angesprochen. Da liefen so ein paar Hunde frei auf der Straße rum, ob wir schnell ein Klavier dort mithelfen tragen können. Das wird jetzt ins Altersheim gebracht. Da haben wir so eine kleine Sidequest jetzt gemacht und die Belohnung war ein paar Bananen, bloß noch ein paar Äpfel abgestaubt und auf jeden Fall einen leckeren Kaffee. Und das war der erste Fall von Trail Magic, den wir hier erlebt haben auf dem NST. Also wirklich, ja, dass man überraschende Erlebnisse auf dem Weg hat, die irgendwas Positives bedeuten. Und Wetter passt auch. Jetzt geht's weiter. Und auf geht's nach Dänemark. Da sind schon die Flaggen. Ist das schön direkt hier in Dänemark bei dem Wetter. Ganz andere Stimmung direkt, wenn alles so ein bisschen freundlich aussieht. Und da sind wir wieder in Deutschland, wollen uns eigentlich da hinten auf die Bänke setzen, weil wir noch eine Pause brauchen. Aber es ist so windig, das haben wir da hinten an der Bushaltestelle entdeckt und die ist natürlich immer mehr geschützt. Da kommen schon sehr, sehr starke Windböen heute die ganze Zeit. Gucken, wie das später wird im Wald. Ja, schön mal zur Abwechslung ein bisschen Wald zu haben. Wir mittlerweile 16 Uhr, laufen noch so 10 Kilometer und gleich kommt das letzte Dorf für heute. Und da haben wir zum Glück noch bis 8 Uhr eine Einkaufsmöglichkeit, wo wir noch mal komplett Wasser auffüllen werden. Weil jetzt haben wir beide so ungefähr ja, noch 1 Liter, würde ich sagen. Und für die Nacht brauchen wir natürlich, wenn wir hier draußen schlafen, ein bisschen mehr. Nach dem Spot kommt sogar eine Wasserquelle, aber die ist natürlich und dann müssten wir auch einen kleinen Umweg laufen. Ja, ansonsten würde ich sagen, geht es uns sehr gut. Wir fühlen uns ganz gut. Man muss sich natürlich ja noch so ein bisschen an die ganze Situation hier gewöhnen. Ich habe das immer bei Trekking-Touren, dass ich so 1, 2, 3 Tage brauche, bis ich in dieser Routine einfach drin bin. Und jetzt halt zu wissen, dass man wirklich einen ganzen Monat draußen ist, einen ganzen Monat läuft, das kommt bei mir im Kopf noch nicht so an. Deswegen sind wir noch so ein bisschen in der Startphase, aber ja, so langsam merkt man, was da auf uns zukommt.
Das Lustige ist, hier ist das Alten- und Pflegeheim, wo dieses Klavier hingebracht worden ist, das wir heute Morgen ja wirklich da auf diesen Hänger gepackt haben. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Oh, was eine traumhafte Wiese bei dem Wetter. Ich glaube, da setzen wir uns doch mal hin, oder? Sehr gemütlich. Was ein Wetter hier nochmal zum Nachmittag. Es war gar nicht so gut angesagt. Ich hoffe, das bleibt heute Nacht so und wird noch ein bisschen wärmer. Und hier steht Snacks drauf. Gucken. Das sieht tatsächlich nach Müll aus. Yep. Vielleicht noch eine Stulle drin. Aber ich will es nicht essen. Na gut, aber ein netter Gedanke auf jeden Fall. Ah, da kommt ein Supermarkt. Ah, nehmen wir einfach die hier. Hier ist still. Ja, alles klar. So, frisches Wasser haben wir vom Supermarkt geholt. Jetzt trinken wir noch mal die letzten Reserven aus, um dem Magen noch mal ein bisschen was zu geben, damit wir wirklich mit 3 Liter vollem Wasser in den Wald starten. Wir gehen jetzt hier tiefer in den Wald rein und irgendwo dort in der Mitte soll unser Lagerplatz sein. Mal gucken. Aber sehr, sehr schön hier bei der Abendsonne. Hier geht's lang. Okay, wir haben den Weg gefunden. Es kann natürlich immer sein, dass hier noch andere Leute sind. Aber bisher sehe ich niemanden und irgendwo da hinten muss es sein. Ah, schöner See hier schon mal. Und da hinten ist das Floß und dann kann man auf diese kleine Insel mit dem Tisch. Ich würde sagen, da gibt es heute Abend Abendessen. Ne? Da gibt es Abendessen, wenn wir da rüberkommen. Hammer. Was eine Atmosphäre hier. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, da ist die Hütte. Aber wir können natürlich einfach hier aufbauen, theoretisch. Aber da ist ein Tisch, glaube ich. Trekkingplatz Wilde Schleswig-Holstein. Einfach genial, dass man sowas hier anbietet. Perfekt. Fast wie in Schweden. Mit Gästebuch. Und einem Müll. Perfekt. Sauber. Geil. Jetzt erstmal aufbauen. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, hier aufzubauen. Da sind wir ein bisschen weit vom Wasser auch weg. Da hinten war es jetzt sehr steil auch und da zu wenig Platz. Und eigentlich hier unter diesen Birken haben wir eine schöne Fläche. Und waren auch nicht die Ersten. Okay, wir haben uns doch entschieden, wieder zurückzugehen und jetzt einfach hier 2 flache Stellen zu suchen. Denn da war es jetzt doch irgendwie ziemlich deutlich kälter als hier oben. Ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer einfach zwischen diesen beiden Gewässern ist. Und wir haben noch ein bisschen Sonne. Das Zelt ist auch noch ein bisschen nass von heute Morgen. Passt, oder? Und wie meinst du? Nimm mal deinen Expert. Von hier sieht es eigentlich gerade aus. Ja. Also ich finde es gut. Ich würde, glaube ich, die beiden noch ein Stück nach da so drehen, weil da ist so eine steile Kante. Ja. Und du musst halt überlegen, liegst du jetzt eher links an der Wand oder so diagonal, ne? Weil ich glaube, wenn du diagonal liegst, ist es besser, weil dein Kopf dann hoch ist. Lieg so. Also in die Richtung liege ich eigentlich. Ist hier nicht die breite Seite? Ja doch, hier ist die breite Seite. Aber da, also das geht ja so. Ah ja.
Ja, wird schon gehen, ne? Sonst kannst du ja jederzeit nochmal umstellen. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Floß mal an, ob ich da rüberkomme auf die Insel. Denn da würden wir natürlich jetzt gerne kochen. Sebastian zieht sich gerade noch rechts um. Ich versuch's mal, ne? Okay. Wow. Es trägt mich so gerade eben. Oh. Okay, es ist festgebunden. Ich muss es erst lösen. Ich denke schon, warum geht's nicht? Okay, los geht's. Ahoi! Ahoi, Captain. Ist ein bisschen wackelig, aber es hält uns beide. Für einen Stand-Up-Pedal-Profi kein Problem, ne? Yep. Ist das geil. Aber wir haben eine Sache nicht bedacht. Ich muss dich ja gleich abholen. Ja, klar. Das ist mein Wassertaxi. Okay. Ja, eine Bierflasche liegt überall, aber super. Heute gibt es mal Couscous mit Gemüse. Das Gute ist, das hat nur eine Ziehzeit von 5 Minuten, denn ich habe echt Hunger. Oh, Feierabend. So, ihr kocht jetzt schon, aber ich muss auch Sebastian abholen. Hui. Hier ist gerade ein Tier reingesprungen. Ganz schön dippig. Aha. Vielleicht Biber, vielleicht Nutria, vielleicht Otter. So. Jetzt springst du erstmal hier rein. Ja, hoffentlich nagt uns nicht die Zelte durch haben. Und los geht's. Ein Kocherdampf da hinten noch. Sieht gemütlich aus. Was eine Idylle hier. Ja, ich würde sagen, das war doch mal ein perfekter Tag. Es war zwar sehr windig und ab und zu echt kalt, aber dann zum Nachmittag kam die Sonne raus. Und jetzt guckt euch das an, strahlend blauer Himmel. Es ist jetzt auch nicht super warm hier, aber auch nicht super kalt. Also typisches Mitte-April-Wetter. Manchmal friert man, manchmal ist warm. Und ja, mehr kann man sich eigentlich für so einen Spot hier nicht wünschen. Wir werden jetzt gemütlich hier kochen, dann ins Zelt gehen. Ich erwarte jetzt nicht, dass es hier großartig kalt sein wird. Wir sind ausreichend weit vom Wasser weg. Ja, Sebastian, du vielleicht nicht. Gucken wir mal. Aber ja, morgen geht's weiter, würde ich sagen. Weiter Richtung Osten. Wir sind total motiviert noch und ja, kommen wir so ein bisschen langsam an, bauen eine Routine auf. Ich freue mich total auf morgen und sage, ja, wir sehen uns morgen. Morgen geht's weiter. Puh. War ganz schön kalt heute Nacht, oder? Ich habe gut ein bisschen gefroren am Wasser. Aber traumhaft hier direkt mit der Sonne. Aber ist das ganze Jahr auch offen hier, ne? Ja, jederzeit. Ne? Aber wir haben auch teilweise auch Leute, die hängen ganze Wochenende, hängen die ganze Woche da. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Vielen Dank. Ja, haben ja auch geiles Wetter jetzt. Ne? Ja, Wetter passt. War die letzten Tage schlechter. Schönen Tag noch, ne? Ja, ebenso. Tschüss.
Ja, guten Morgen zu Tag 3. Wir verlassen jetzt unseren wirklich absolut wunderschönen Trekkingplatz, wirklich einen der besten, den wir jemals gesehen haben. Haben gerade auch da den Förster kennengelernt. Daneben war so ein Jugendlandheim, der hat uns ein bisschen was noch darüber erzählt und auch noch mit Wasser versorgt, was auch auf jeden Fall hilfreich ist. Die Nacht war in Ordnung, war aber deutlich kälter, als ich angenommen habe. Ich habe nämlich den Wetterbericht falsch interpretiert und dachte, ja, dass gestern Nacht jetzt noch so 6 Grad wären und erst in den nächsten beiden Nächten es wirklich 1 und 2 Grad wird. Aber es war heute schon 2 Grad und heute Abend wird dann die 1 Grad Nacht folgen. Deswegen mussten wir ganz spontan auch alle Register ziehen. Und wenn man so spontan draußen ist und es wird kälter, als man denkt, kann man so ein paar Tricks im Prinzip machen. Also natürlich mit vollständiger Kleidung schlafen. Base Layer, Mid Layer, Jacke hatte ich an, dann beide Kapuzen auf, noch meinen Buff und habe wirklich auch meine Regenhosen noch drüber gezogen und den Poncho ganz in den Fußraum des Quills reingesteckt, sodass man da auch noch ein bisschen extra Schutz so ein bisschen hat. Und dann hat es geklappt. Ich wurde nur um 5 Uhr einmal wach und als dann die Sonne jetzt gerade rauskam, also ihr seht schon, strahlend blauer Himmel, das wird auch den ganzen Tag heute und morgen so bleiben, wurde es dann sehr, sehr warm. Heute stehen 35 Kilometer, ein bisschen mehr und wir werden dann irgendwo in Dänemark rauskommen und da an einem Platz schlafen, den wir jetzt einfach spontan auf unserer Offline-Karte gesehen haben. Denn jetzt verlassen wir den klassischen alten Nord-Süd-Trail und laufen wirklich auf dem Stück, was jetzt neu dazugekommen ist und ja, schauen uns das einfach mal an. Diese kleinen Dörfer sind echt immer praktisch, dass man da ein paar Mal am Tag durchkommt. Da war wieder ein Edeka, wir konnten wieder einen Kaffee trinken und bis jetzt hat das jeden Tag geklappt. Deswegen machen wir das, solange das noch irgendwie geht. Jetzt haben wir grob 10 Kilometer. Wetter sieht, glaube ich, auf der Kamera besser aus, als es ist. Es ist nämlich verdammt windig. Hier geht es gerade wegen den Bäumen, aber ich sage euch, der Wind ist echt eisig. Ich kann gerade so hier mit leer laufen. Ja, wie typisch für Schleswig-Holstein hat man natürlich sehr viele Feldwege. Deswegen ist es wichtig, oft hier in der Mitte zum Beispiel auf so Grünstreifen zu laufen. Oder wir laufen auch immer, wenn es geht, rechts vorbei, da man natürlich einen weicheren Boden hat. Und ansonsten würden ihr nach 35 Kilometer die Füße ganz schön wehtun bei dem Asphalt. Ja, nicht immer gibt es Bänke. Jetzt haben wir gerade gesehen, hier gibt es wenigstens einen Baumstamm. Deswegen werden wir jetzt hier im Wind, aber noch in der Sonne eine kleine Pause machen. Hat keine Lust auf uns. Sitzen gelassen. Oh. Ne. Der täuscht an. Und hier haben wir jetzt einen entscheidenden Punkt, denn das sind die Nord-Süd-Trail-Sticker, die vorbildlicherweise vom Markus angeklebt worden sind. Und die zeigen immer, wo es lang geht, hier nach rechts. Aber jetzt zum ersten Mal werden wir hier links, glaube ich, gehen und ja den offiziellen Weg jetzt verlassen und quasi unseren neuen Weg mal ausprobieren. Unsere Obstwiese Rast. 24 Kilometer. Nochmal rasten? Ja, das ist eine Obstwiese, gern. Sieht super aus. Ja, und da war tatsächlich nochmal die Grenze nach Dänemark überquert, habe ich gar nicht gemerkt, dass wir da so weit im Norden sind. Und ich glaube auch das letzte Mal, denn morgen erreichen wir relativ schnell, glaube ich, 10 Kilometer Flensburg und bleiben dann auch natürlich in Deutschland. Soweit läuft ganz gut. Wir befinden uns auf der Zielgerade, haben aber 2 kleine Probleme, vielleicht auch größere. Wasser ist ein bisschen knapp. Wir haben heute Morgen nur bei Edeka einmal aufgefüllt und jetzt haben wir beide noch einen Liter. Und ja, das ist jetzt die letzte Siedlung hier in Dänemark und da bezweifle ich, dass wir noch irgendwie Wasser erfinden werden.
Das Gute ist, dass an diesem Schlafspot, den ich mir rausgesucht habe, da eine Wasserquelle eingezeichnet ist und ich einen Kommentar von vor 7 Jahren gefunden habe, dass dort Trinkwasser vorhanden sein soll. Da können wir natürlich nur darauf spekulieren. Ansonsten müssen wir schauen, ob wir damit die Nacht klarkommen oder vielleicht sogar weiterlaufen. Das zweite Problem ist, dass der Wetterbericht noch ein bisschen kälter alles angesagt hat, denn nämlich haben wir 0 Grad heute Nacht. Und das befindet sich so fast an der Grenze, dass ich so mit meinem Schlafsetup noch gut verkraften kann. Das heißt, da werden wir später alle Register ziehen müssen, alles anziehen, viel essen, für die Nacht noch was zum Essen parat legen und im Zweifel dann mal schauen, dass wir wirklich einen geschützten Lagerplatz dort bekommen. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie der aussieht, weil, wie gesagt, hier alles neu auf dem Trail erstmal ist. Oh je, da ist es direkt passiert. Die Markierungen fehlen und wir haben direkt den Weg verpasst. Ach, schade. Da vorne links, also ein Stück wieder zurück. Ja, extra Kilometer kann man natürlich jetzt auch nicht mehr so gebrauchen. Es ist wirklich sehr verlassen hier alles. Man hört manchmal absolut gar nichts, wenn kein Wind da ist, so wie jetzt. Und da erwartet man jetzt ein größeres Waldstück und in der Mitte davon ist dann irgendwo der Lagerplatz. Sehr schöner Wald- und Single-Trail hier. Perfekt zur Abendstunde. Also absoluter Wahnsinn. Hier bis jetzt der schönste Wald, den wir auf den über 100 Kilometer jetzt seit Sylt gesehen haben. Wenn der Schlafplatz genauso aussieht und wir noch Wasser bekommen, ich glaube, dann können wir uns absolut nicht mehr beschweren. Wir versuchen gerade den Platz zu finden, aber die Trails sind mir teilweise sehr vom Laub überdeckt. Aber da oben soll es irgendwo sein. Carsten Thomsen Platz. Nach einem alten Gastwirt benannt, habe ich gelesen. Mal gucken. Holen mal die ersten Höhenmeter hier in Schleswig-Holstein. Okay, da sehe ich ein paar Bänke. Und eine Feuerstelle. Das ist natürlich auch immer nützlich. Sogar Holz. Das könnte man vielleicht nutzen. Das scheint hier der Zeltplatz zu sein. Ja, super. Guck mal. Wow. Das passt auf jeden Fall. Steht hier. Gerne können Sie rund um die Uhr Feuer entzünden. Geil. So müsste es auch bei uns sein. Das wäre klasse, ja. Aber wir müssen ein Stück weiter zur Wasserquelle. Hoffentlich, dann wäre alles perfekt. Ich sehe einen Mülleimer. Ich sehe einen Wasserhahn. Mit einem riesigen Topf. Oh, bitte, 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 bitte. Ich traue mich gar nicht dran zu drehen. Okay, entweder bin ich zu doof. Man hätte drücken müssen. Jawohl, Alter. Nice, Geil, Mann. Alter. Puh, was eine Tour. Das könnte noch dazu sein. Ah, das gucken wir uns auch noch an, ne? 37 Kilometer übrigens. Also perfekte Tour. Okay, jetzt erstmal aufbauen und die letzte Sonne nutzen, um unsere Schlafsäcke zu trocknen. Ja, wir bauen jetzt hier oben auf, weil gerade wenn man so ein kleineres Gebiet hat, wo Hügel sind, dann ist es meistens unten in den Senken immer am kältesten. Hier oben sind wir ein bisschen exponiert, aber wir haben jetzt keinen großen Wind zu erwarten. Deswegen aufbauen und dann mal gucken, ob wir ein Feuer machen können. Perfekt.
So, Zelte stehen, können schon mal trocknen und jetzt wird Feuer gemacht. Ich habe nur noch genau einen Esbit-Würfel, deswegen werde ich jetzt den Platz hier ein bisschen aufräumen, gucken, dass ich ein bisschen Zunder finde, was Kleines und dann hoffentlich kriegen wir es zustande hier. Das kann man verwenden. Bisschen nass. Ist auf jeden Fall halbwegs trocken alles. Und ich glaube, das ist auch noch ein Grillanzünder. Perfekt. Birkenrinde auch noch. Es wird immer besser. Und jetzt noch ein paar mittelgroße. Und hier liegen überall noch mehr Anzünder. Ich versuche es erstmal ohne Esbit. Das könnte tatsächlich auch so schon klappen. Selten habe ich so einfach ein Feuer anbekommen. Wie lange musst du deiner ziehen? 2 Minuten, aber ich hatte Gemüse Jambalaya. Ja, meine muss wieder 10. Da müssen wir aufs Feuer gucken. Ja, ist auch super zum Sockentrocknen, denn ich will heute auch in meinen Wandersocken, die ich tagsüber getragen habe, schlafen und die sind natürlich vom Tag mal ein bisschen nass. Ja, was ein Tag heute. Fing echt schon gut an mit dem blauen Himmel, der Sonne. Dann war der Wind natürlich auch immer kalt, aber das gehört einfach im April dazu. Und der Trail war erst ein bisschen langweilig, muss ich sagen, aber wir kamen sehr, sehr gut voran. Die Pausen waren immer super, haben gute Spots gefunden. Kaffee war natürlich auch wieder drin. Und ab Dänemark, da wurde es dann nochmal richtig schön. Vor allem jetzt dieser letzte Wald hier, das war bisher der schönste Teil auf jeden Fall dieser gesamten Wanderung. Und was will man im Outdoor-Bereich mehr, als abends hier gemütlich sitzen und ein Feuer zu machen? Gerade auch vor einer der kältesten Nächte, die jetzt ansteht. Jetzt brennt das Feuer, jetzt ist schön warm, jetzt trocknen wir noch mal alles, aber gleich geht es dann ins Zelt, in den Quilt und so ab 3 Uhr wird schon 0 Grad werden. Und da müssen wir einfach gucken, ob es irgendwie hinhaut. Ich denke mal, wir können uns gut ausruhen und im schlimmsten Fall stehen wir irgendwie um 4, 5 Uhr auf, wenn es zu kalt ist und laufen einfach weiter. Ja, ich berichte euch morgen, wie es wird und mache uns jetzt noch einen gemütlichen Abend hier mit Sebastian. Bis morgen. Guten Morgen hier zum 4. Tag. Wir verlassen jetzt leider unseren wunderschönen Wald und haben 2 große Highlights heute, beziehungsweise 3. Erstmal geht es da jetzt nach Padborg, dann ein Stück weiter über die deutsche Grenze nach Flensburg und da freue ich mich besonders drauf. Ich war schon 2-mal hier in Schleswig-Holstein wandern, bin immer in Flensburg geendet, dann mit dem Zug zurückgefahren und ich fand es immer cool da. Und außerdem erwartet uns da unser erstes Proviantpaket. Und dann werden wir die Ostsee erreichen, lange Zeit an der Ostsee entlanglaufen, da gibt es so eine Spitze zum Meer und dann tatsächlich heute ist unser Ziel ein Campingplatz. Der liegt allerdings in 38, 39 Kilometer und gestern haben wir schon 37 Kilometer gemacht. Das war ja schon nicht wenig, aber wir freuen uns natürlich, dass wir heute duschen können. Die Nacht heute übrigens war erfreulich gut. Also 0 Grad ging noch gerade so. Wir haben alles angezogen. Ich würde echt sagen, diese Maximalangabe von meinem Schlafsack -1, die stimmt für mich auch. Aber man muss natürlich sich dementsprechend auch anziehen. Aber jetzt freuen wir uns auf traumhafte 18 Grad heute und gucken mal, was uns da erwarten wird. Das mag ich ja so an Dänemark, diese geschwungenen Landschaften und Hügel, manchmal wirklich kilometerweit, soweit man gucken kann.
Was haben wir denn hier? Gibt es hier etwa wieder einen Café? Das wäre perfekt nach 8 Kilometern. Trinken wir hier. Hat schon geklappt? Danke. Wir haben echt Glück die ganzen Tage. Herrlich, also besseres Wanderwetter kann man sich nicht mehr wünschen. Ja, wir saßen jetzt gemütlich und dachten, gucken wir mal, ob unsere Pakete schon in Flensburg angekommen sind. Und bei mir hat alles geklappt. Und bei Sebastian gibt es leider das Problem, dass er die Postnummer nicht angegeben hat. Und das ist zwingend notwendig, wenn man sich in Deutschland Pakete per DHL-Packstation sendet. Und jetzt wird das Paket leider wieder zurück nach München geschickt zum Empfänger. Deswegen, mal ein kleines Problem. Wir müssen natürlich gucken, wo kriegen wir jetzt die Ration her. Das Hauptproblem sind natürlich so Sachen wie Gas oder die gefriergetrocknete Mahlzeit, die wir mit haben. Zum Glück gibt es in Flensburg aber einen Outdoor-Laden unterwegs, glaube ich. Und da schauen wir mal, dass wir dann gleich da für Sebastian noch ein bisschen was finden. Und der erste Blick hier auf die Ostsee. Wir haben es schon mal geschafft, Schleswig-Holstein jetzt von West nach Ost zu durchqueren. Und jetzt wird es für lange, lange Zeit hier erstmal am Meer lang gehen. Und da hinten ist Flensburg. An allen treuen Zuschauern meines Kanals kommt vielleicht diese Szene hier bekannt vor. Denn genau hier lang verläuft auch der Schleswig-Holstein-Steig. Und da bin ich vor 2 Jahren jetzt von Hamburg-Pinneberg bis hier nach Flensburg, 300 Kilometer in 8 Tagen, wirklich mit schlechtem Wetter gelaufen. Und am letzten Tag gab es Sonne und ich war so froh, als ich dann endlich hier an der Ostsee ankam, weil ich bin an der Nordsee lang gelaufen. Und ja, da erinnere ich mich auf jeden Fall sehr gerne zurück dran. Perfekt. Trekking und mehr. Perfekt. Sehe schon, im Schaufenster. Trekking. Ah, super. Moin. Da. Oh, viele Sorten. 4 €. Manche Sorten. Hier ist Gemüse Jambalaya. So, wir verlassen jetzt Flensburg und das Gute ist, dass wir jetzt mal wieder einem Steig folgen können, der beschildert ist, nämlich 100 Kilometer dem Fördersteig, der an der Ostsee lang geht, und dann müssen wir natürlich weniger immer aufs GPS gucken. Und von da hinten kommen wir. Ja, wenn das mal keine super Pausengelegenheit ist. Sebastian wird seine Füße jetzt mal ein bisschen im Meer hier abkühlen. 25 Kilometer haben wir, und durch den ganzen Umweg jetzt in Flensburg zu dem Trekkingladen und mit der Packstation und dem Supermarkt, wo Sebastian noch Lebensmittel kaufen mussten, sind wir jetzt ein bisschen später dran. Haben jetzt grob noch 14 Kilometer, also wird wahrscheinlich so 39, 40 Kilometer. Aber das Gute ist, dass der Ostsee-Campingplatz auf uns wartet und wir da natürlich ja auch später irgendwann ankommen können, zelten können und auf jeden Fall mal endlich duschen können.
ja, es wird immer später. Wir haben gerade die letzte Pause gemacht. 33 Kilometer, kurz nach 7. Jetzt haben wir uns doberweise auch noch ein Stück verlaufen, müssen wieder zurück. Der Sebastian ist ein bisschen am Kämpfen heute. War auch eine ziemlich lange Etappe mit den ganzen Umwegen und sehr viel Asphalt. Also dass man ja wirklich nur auf dem Asphalt in Flensburg und so laufen konnte. Wenig Möglichkeiten mal auf Rasen zu gehen. Aber wir ziehen das durch. Und hier befinden wir uns am nördlichsten Ende der Ostsee da hinten. Auf der anderen Seite sieht man im Hintergrund auch Dänemark und damit auch am Ende der Flensburger Förde. Wir gehen jetzt hier um diese Halbinsel, die auch komplett Naturschutzgebiet ist, biegen jetzt rechts ab und weiter der Ostsee folgen, ja nach Süden mehr. Und wenn der gesamte Steig jetzt erstmal bis Kiel an der Ostsee so bleibt wie heute, dann bin ich echt beeindruckt. Also das gefällt mir unglaublich gut. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen zum Campingplatz laufen und langsam wird Zeit, dass wir ankommen. Tschüss. Ja, ich will nicht hier gehen, das will ich ausreichen. So, da werden wir zum traumhaften Sonnenuntergang hier um 8:30. An der Rezeption soll ein Plan bereit liegen und dann wurde mir eine kryptische Beschreibung gegeben, wo wir den Zeltplatz finden. Mal gucken. Ja, das sieht nach dem Plan aus. Okay. Am Promenadenweg. Echt schön hier. Hier geht es jetzt hoch. Wenn Sie vor dem Sanitätsgebäude stehen, rechts. Ja, das ist sie. Mit Meerblick. Sauber, Alter. Geil. 40 Kilometer, jetzt reicht's auch, oder? Ich schmeck alles, ey. Und eine schöne Bank. Und das Wichtigste, wenn man ankommt, erstmal die Powerbanks laden, gerade wenn schon so spät ist. Aber Leute, was ein Tag wieder. Wunderschön hier die Ostsee. Ab Flensburg war es phänomenal. Heute Morgen in Dänemark dieses wunderschöne Waldstück. Und jetzt hier noch zum Finale dieser Campingplatz mit dem Sonnenuntergang. Mir könnte es nicht besser gehen. Ich bin aber auch gut fertig. Jetzt werden wir irgendwie 2 flache Stellen suchen und pitchen, weil es ist nicht ganz eben. Und dann schnell irgendwas kochen, ab ins Bett und hoffen, dass der Wind nicht so stark wird. Der ist nämlich sehr eisig, aber 5 Grad hat Nacht angesagt und das ist jetzt im Vergleich schon warm. Also bis morgen. Gemütlich. Wird auch gemütlicher. Und hier haben wir einen Heringverlust zu beklagen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo halt die Ecke des Zeltes stand. Ne? Da ich es abgebaut habe, ist jetzt die Area ein bisschen größer. Ja. So ein schön dunkelgrauer. Aber ansonsten war die Nacht super, haben uns gut erholt, Wetter hat gepasst, war sehr windig, aber deutlich wärmer als die letzten Nächte. Jetzt haben wir relativ spät, kurz nach 9 schon, gucken wir, dass wir einen Hering finden und dann geht's weiter. Herrlich.
Und da ist der nächste Campingplatz. Scheint sehr viel an der Ostsee zu geben. Hier gibt es anscheinend eine Umleitung. Der Uferweg ist aufgrund von Sturm- und Hochwasserschäden nicht mehr begehbar. Ja, schade, aber ich glaube, das Meer sehen wir sonst noch genug. Und hier sieht es auch schön aus. Heute ist definitiv der heißeste Tag bisher. Gar kein Wind, nur Sonne und ich glaube heute 20 Grad. Und wir machen uns ein bisschen Sorgen um unseren Sonnencremevorrat. Beide haben jetzt noch so 1/3 und ja, erst im nächsten Versorgungspaket finden wir neue Sonnencreme, weil mit diesem absoluten Traumwetter der letzten Tage haben wir hier oben nicht gerechnet, oder? Wirklich herrlich. Kein Wölkchen, kein Windchen. Ja, und ich fasse es echt nicht. Ich bin hier gerade lang gelaufen und dachte mir, irgendwie kommt der Wald dir auch bekannt vor. Und tatsächlich, wenn ich auf die Karte gucke, bin ich hier damals mit Philipp rausgekommen, als wir versucht haben, Schleswig-Holstein von Nordsee zur Ostsee auf gerader Linie zu durchqueren. Und da hinten befinden sich gleich die Steilklippen. Und für alle, die das Video kennen, da habe ich dann mein Handy fallen lassen, die Klippe runter, wollte es holen und bin dann echt übelst ausgerutscht. Ich blende euch mal die Szene gleich ein. Aber das muss ich mir noch einmal angucken. Kleiner Bonusclip, direkt nach dieser Aufnahme ist mir mein Handy hier runtergefallen und komplett in die Klippe runter. Deswegen muss ich wohl oder übel noch mal jetzt hier runter. Oh. Alles gut. Was ist? Ich hab es. Ja, jetzt wissen wir, warum der Weg hier an der Küste gesperrt war. Aber genau hier kamen wir dann endlich an der Ostsee raus. Echt cool, mal hier zu sein. Das ist wirklich einer der schönsten Wald- und Küstenabschnitte, die ich so kenne. Also was denn, ich sag dir, wie es ist, wir müssen jetzt da hoch. Alles klar. Endlich mal Höhenmeter hier am Strand. Aber besser als durch Sand zu laufen, das kennen wir schon vom Fischerweg. ...14 Kilometer. Normal haben wir immer nach Bänken in der Sonne geguckt, aber heute ist es so warm, dass wir die einfach mal für eine Pause nehmen. Mit leichtem Meerblick da hinten. Ja, einmal falsch abgebogen. Schon muss man hier durch das Buschwerk laufen. Hier ist die Markierung. Ah, das war ein Stachel. Passt. Irgendwie geht der Tag heute wie im Fluge um. Die Landschaft ist relativ gleich, aber immer schön. 25 Kilometer haben wir und 10 wollen wir noch machen, sodass wir 35 insgesamt haben. Und normalerweise werden wir einmal pro Woche einen Pausentag machen. Nur jetzt für die erste Woche haben wir uns gedacht, machen wir das nicht nach 6 Tagen, sondern nach 5 Tagen. Das heißt, wir laufen mal bis zu einem Campingplatz, werden aber nicht direkt dort zelten, sondern ein Stück weiter gehen. Da ist eine kleine Stadt oder ein Dorf mit einem Supermarkt und da haben wir uns eine Unterkunft für sogar 2 Nächte geholt. Das heißt, jetzt in der ersten Woche, wo wir gerade loslaufen, wollen wir dem Körper einmal zum Warmwerden einen Tag geben, wo er sich richtig regenerieren kann und dann starten wir in die zweite Woche. Ja, und jetzt geht der Fördersteig mal erstaunlich lange hier am Strand entlang, bis hinten zu den Bäumen ungefähr.
Das merkt man natürlich hier auf den letzten Kilometern besonders. Und hier geht's endlich wieder hoch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange und anstrengend das jetzt hier am Meer war. Aber verdammt schön auf jeden Fall. Super klares Wasser, fast kein Wind. Besser geht's eigentlich nicht. Puh. Oh. Ja, und guck mal, was wir hier haben. Ich bin fast dran vorbeigelaufen. Trekkingplatz Wilde Schleswig-Holstein. Geht anscheinend da hinten rein. Und auf dem Feld kann man da wohl super hier an der Ostsee zelten. Ja, hat für uns jetzt nicht gepasst. Da hinten ist unser Ziel aber schon in Sicht, der Campingplatz. Und wir haben auch einen Lidl in Sicht, bei dem wir jetzt ordentlich einkaufen werden. Der bis 21 Uhr auf. Und dann geht's ab zur Unterkunft. Oh, können wir uns ein neues Zelt holen. So sieht das aus, wenn man nach 5 Tagen Hunger hat und sich nicht kontrollieren kann. Das ist ein sehr kleiner Einkauf. Morgen kommt. Morgen gehen wir nochmal, ne? Und jetzt ab nach Hause. Endlich angekommen. Das ist unser schönes Häuschen. Wow. Hereinspaziert. Wow. Was ein Wintergarten hier. Ja, ich würde sagen, Sebastian, das reicht für uns beide. Geschafft, Mann. 37 K. Wahnsinn. Stopp.